Es gibt ganz viele Kenndaten, die ein Lautsprecher hat, wie Leistung, Impedanz, Wirkungsgrad, Frequenzgang, wie sieht der aus, wie wellig ist der, wir schauen nachher noch einen miteinander an. Und da ist die Frage, was mache ich jetzt mit diesen Daten, was fange ich mit diesen Daten an, mein Verstärker hat auch welche. Dort wird irgendwie ganz ein anderer Frequenzgang angegeben, die gehen oft von 0 oder 1 Hertz bis 100 kHz. Ja, was soll ich dann mit dem? Der Frequenzgang vom Lautsprecher ist ganz anders. Ich habe ganz andere Leistungsdaten vom Verstärker. Wichtig ist da sicher, dass man Gleiches mit Gleichem vergleicht. Also ich tue jetzt mal den Frequenzgang ausklammern, das ist nicht sehr wichtig. Was sicher wichtig ist, was habe ich für eine Leistung beim Verstärker bei 8 Ohm. Ist der laststabil, kann der auch einen Lautsprecher betreiben, der dann auch empfindlich ist. Und da kommen wir vielleicht schon als erstes zu der Impedanz. Ein Lautsprecher hat keinen festen Widerstand 8 Ohm, als wie man das kennt bei einem Festwiderstand, der bei jeder Frequenz 8 Ohm hat. Ein Lautsprecher hat, ich zeige das da schnell, eine sogenannte Impedanzkurve. Eben weil es eben kein fester Widerstand ist, ist das eine Impedanzkurve. Und die Impedanzkurve, wenn man das hier anschaut, das ist jetzt von einer Wilson, von einem aktuellen Lautsprecher. Das spielt aber eigentlich gar keine Rolle, es ist bei allen eigentlich immer gleich problematisch. Sieht man zum Beispiel, dass bei 1000 Hertz haben wir 6 Ohm, bei 1500 Hertz haben wir 9 Ohm, bei 100 Hertz haben wir irgendwo 3 Ohm. Also das verreist irgendwo. Oft ist es je tieffrequenter, je schwieriger zu betreiben. Und was heisst das für den Verstärker? Der Verstärker muss einfach mehr Leistung bringen. In dieser gleiche Leistung anzubringen, wenn ein Lautsprecher mit nominaler Impedanz von 8 Ohm runterfällt auf 3 oder 2 Ohm, dann muss er dementsprechend viel mehr Strom bringen, als was er sonst bei 8 Ohm kann. Einfach P gleich U mal I. Also ich muss mehr Strom bringen für die gleiche Leistung. Ja, das mal soweit zu der Impedanz. Also das sind Daten, die man auf meinem Datenblatt vom Lautsprecher sieht. Also ich sehe da drin eine nominale Impedanz, und nominale Impedanz ist so zu verstehen, das ist ja irgendein Durchschnitt, oder? Man schaut, wo ist die Impedanz die High, und wenn das 8 Ohm ist, darf es irgendwo nicht bei 6,4 Ohm unterschritten werden in dieser Frequenz. Also das heisst, theoretisch, das ist aber noch die Norm und das ist ein alter Zopf. Also wir sehen, dass das überhaupt nicht mehr stimmt. Also wir haben Abweichungen bis 50% mehr. Es gibt Lautsprecher, die machen kurzzeitig einfach mal so. Also es wäre dann irgendwo, wenn es ein 8 Ohm Nominal-Lautsprecher ist, auf der richtigen Weite neben. Aber ihr seht, in der Impedanzkurve sieht man das, wo geht der Lautsprecher hin, und dann weiss ich auch ein bisschen, was muss mein Verstärker können. Und man kann grundsätzlich nicht einen starken Verstärker haben an einem Lautsprecher. Das heisst, wenn ich jetzt einen Lautsprecher habe mit irgendwo so bis 100 Watt Lautsprecher, wo man das so ausdrücken kann, und ich habe einen Verstärker dran, wo sagen wir 200 Watt hat und sehr laststabil ist, dann bringe ich den auch weniger schnell in die Verzerrung. Also ein starker Verstärker, der verzerrt einfach weniger, weil der Lautsprecher der fordert, und ein schwacher Verstärker mit, ich sage jetzt mal 2x40 Watt, 2x50 Watt, was macht er? Der fängt an zu klippen, wenn er niederohmig wird. Und Musik ist ja sehr komplex, also es kann Verzerrungen geben. Wenn ich jetzt ein Orchester habe, das einen Paukenschlag hat, plus irgendeine Violine, dann hat der Verstärker mehrere Anforderungen. Er muss einerseits sehr tiefe Frequenzen mit viel Strom bringen, plus verzerrungsfreie Mittelhochtöner für die Streicher. Also recht eine komplexe Aufgabe, und lieber ein Verstärker mit einfach überdimensionierten Netzteil,
grosser Ringkern Trafo, grosser Kondenser, sogenannte Cola-Dosen dort drin, als Caps. Das ist völlig okay im Netzteil. Dass wenn eben so ein Peak kommt im 80 Hertz tieffrequenten Bereich, dass er den Strom auch bringen kann und dass er nicht gerade in die Knie geht. Weil die nächste Frequenz wartet ja schon darauf, dass sie rauskommen kann. Auch ganz ein interessanter Wert ist der sogenannte Wirkungsgrad. Wie effizient ist ein Lautsprecher? Das heisst, ich gebe 1000 Hertz mit 1 Watt rein und schaue mit einem Meter Abstand, was passiert, was kommt dann raus. Und das wird in Schalldruck dB gemessen. Der Durchschnitt ist irgendwo zwischen, ich sage jetzt mal 87, 88, 92 dB dort zwischendrin. Also man kann sagen, mit 90 dB sind wir recht gut unterwegs. Und was wichtig zu wissen ist, jedes 3 dB mehr braucht halbe Leistung. Und das ist doch immens. Also wenn ich 90 und 93 dB habe, kann ich mit 93 dB auf doppelten Schalldruck. Das heisst, ich brauche auch die Hälfte Leistung, wenn ich einen Lautsprecher habe mit 93 dB. Also der Wirkungsgrad, wie effizient ist ein Lautsprecher, ist sehr, sehr eine interessante Kennzahl. Und das brauchen wir relativ viel. Weil wenn ich irgendein Horn habe mit 105 dB, ist das ganz anders unterwegs, als wenn ich irgendwo einen Lautsprecher habe, irgendeinen Flächenstrahler, einen älteren mit 82 dB, wo einfach richtig Strom und richtig Leistung braucht. Auch eine interessante Grösse ist empfohlene Verstärkerleistung. Das findet ihr beim Lautsprecher als Angabe und das ist von bis angegeben. Also das ist irgendwie als Variante 20 bis 100 Watt angegeben. Es gibt also empfohlene Verstärkerleistung, das eine, und das andere ist quasi Minimum Verstärkerleistung, wird auch noch gerne angegeben. Und wie gesagt, dort, wenn jemand 20 Watt angibt bei einem Standlautsprecher, dann sind 20 Watt so ein bisschen okay. Also das mag lange für irgendwo einen 2x3 Meter Raum und sehr kurze Hördistanz. Aber wenn ich irgendwelche beschallen will, dann brauche ich einfach mehr Leistung. Und wie gesagt, nochmal lieber zu viel Leistung vom Verstärker als zu wenig. Weil einfach der Lautsprecher ist ja wie gesagt nicht linear. Es ist nicht ein fester Widerstand, der immer 8 Ohm oder immer 4 Ohm hat, sondern der schwankt, der geht zusammen um 50% und mehr, je nach dem Impedanzverlauf, je nachdem wie die Schaltung gebaut ist, wie die Chassis gemacht sind, je nach Frequenz. Also dort lieber zu viel als zu wenig. Ich hoffe, ihr habt etwas profitieren können. Viel Spass und bis zum nächsten Mal. Tschüss.